Ich begrüße euch zu einem neuen Abenteuer hier auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Wir gehen heute wieder mit dem Metalldetektor auf Schatzsuche. Ihr habt es euch gewünscht, heute auf der Ausgrabung 2.0. Es ist hier viel passiert. Wir haben hier riesige Sandberge mittlerweile aufgeschichtet. Da will ich heute aber nicht gucken, sondern wir begeben uns heute wieder ins Dickicht. Ich bin gespannt, was wir dort finden. Grüße gehen nochmal an meinen Ausrüster detektoren-shop.de und los geht's in ein neues Abenteuer. er ist noch drinne. Immer noch drin. Wieder gnadenlos vorbeigegraben. Oh, ich glaube, ja. Das fängt schon wieder mit einer Musketenkugel an. '60er Signal. Okay, wir haben es draußen. Ja, sehe ich da schon wieder was aus Blei hier? Ja, aber diesmal ist es, glaube ich, nur ein Schnipsel. Ja, Bleischnipsel. Puh. Massives 85er Signal. Ich glaube nicht, dass es was Gutes sein wird. Ist einfach zu großflächig. Übersteuert auch schon. Aber wir gucken trotzdem mal nach. Oh, doch interessant. Was ist denn das? Oh, das sieht aber echt, das sieht interessant aus, meine Lieben. Ich kann aber echt nicht sagen, schaut euch diese grüne Patina an darunter, von was das sein könnte. Ein interessantes Stück auf jeden Fall. Ja, werde ich mal einmessen, sauber machen und dann gucken wir noch mal. Vielleicht ist das sogar was echt Gutes hier. Da habt ihr mir ja ganz schön was angetan mit der Community-Abstimmung, mich gleich wieder dort auf die Ausgrabung 2.0 zu schicken. Es war wieder wirklich ein Kampf, dort zu suchen. 4 Stunden war ich unterwegs an diesem Tag. Die Funde lassen sich an einer Hand abzählen, die guten Funde, die ich dort machen konnte. Und nach 4 Stunden war ich auch wirklich absolut platt, da ging gar nichts mehr. Jetzt haben wir hier tatsächlich gleich als erstes, wenn auch
unscheinbar aussah gerade auf der Fläche, den Highlight-Fund dieser Folge machen können. Ihr wisst, ich zeige euch das ja wirklich immer in dieser Reihenfolge, wie ich es an diesem Tag auch gefunden habe. Und wir können da mal kurz raufschauen. Augenscheinlich ein Bronzefragment. An den Seiten ist es abgebrochen. Unten allerdings nicht. Da haben wir auch so eine leichte Kehlung. Und oben sehen wir, da ist ein Loch in diesem Objekt drinne, und nach oben hin haben wir da auch eine eindeutige Abnutzungsspur, und wir waren dann überlegen, es muss sich eigentlich um einen Teil eines Gefäßes handeln. So, und jetzt sind wir darauf gekommen, es müsste eine sogenannte Atasche sein. Atasche ist ein eigentlich nur in der Archäologie gebrauchter Begriff und beschreibt quasi meist eine aufgenietete Halterung an Gefäßen, wo dann Griffe oder Henkel angebracht waren. Und diese Atasche stammt unserer Meinung nach von einem Bronzeeimer, und zwar ähnlich des Typs vom Hemmoor. Hemmoor im Landkreis Cuxhaven, ein ganz bekannter Fundplatz für diese Bronzeeimer. Dort wurden in dem Jahr 1892 und 93 18 dieser Bronzeeimer gefunden. Und das wirklich Interessante daran, die stammen eigentlich ausschließlich aus römischer Produktion. Das heißt, wir haben hier wirklich einen Römerfund gemacht in Norddeutschland. Wirklich der Wahnsinn, hätte ich nie mit gerechnet tatsächlich. Und diese Bronzeeimer wurden dann verhandelt zu den Germanen. Wie die Germanen das jetzt über die Zeit genutzt haben, ist nicht so genau nachvollziehbar. Vielleicht war es erstmal Teil einer prunkvollen Haushaltsausstattung, und später wurden dann tatsächlich die Toten bzw. der Leichenbrand des Toten in diese Eimer gepackt, und dann wurden sie mit diesen Eimern beigesetzt, also ein Urnengefäß im Endeffekt, also zweckentfremdet als Urnengefäß. Und es gibt diese Eimer tatsächlich auch wirklich nur aus Gräberfeldern. Das ist wirklich richtig interessant. Also wer weiß, was wir dort auf der Fläche vielleicht noch finden werden in naher Zukunft. Wirklich sehr interessant. Und datieren tun diese Eimer, falls ich es noch nicht gesagt habe, in die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts bis Mitte des 3. Jahrhunderts. Ein wirklich altes Fundstück hier, was wir hier auf den Tisch haben. Eine kleine Sensation, wie ich finde. Und wir machen weiter. Wie gesagt, eine Handvoll Funde gab es an diesem Tag. Ein paar kommen noch. Gucken wir mal rein. Gleich daneben haben wir ein 87er Signal. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Gefäß zusammen oder so, aber es ist auch ein bisschen, klingt auch ein bisschen Eisen rein. Okay, jetzt nicht mehr. Bin mal gespannt. Nee, oh. Ich glaube, es ist der erste Knopf. Ist da sogar was drauf? Nee, ich glaube nicht. Oder? Ah, doch, ist es irgendwas? Ah, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, es ist wieder so ein englischer Uniformsknopf hier mit dem Einhorn und dem Löwen. Hatte ich schon mal letztes Jahr gefunden, und ja, ich glaube, aber der ist, glaube ich, nicht mehr ganz so schön erhalten. Ich werde ihn zu Hause mal reinigen. Falls er schön aussieht noch, dann gucken wir ihn uns gleich mal im Studio an. Da haben wir den nächsten Fund, den wir uns noch anschauen wollen an diesem Suchtag. Es handelt sich dabei um einen britischen Uniformsknopf. Wir sehen da drauf das Wappen des Vereinigten Königreichs mit dem Löwen und dem Einhorn. Ich blende euch das auch noch als Bild mal ein, denn auf dem Knopf kann man es leider nicht mehr ganz so gut erkennen. Der ist nicht mehr so gut erhalten wie der andere Knopf, den ich vor einiger Zeit mal auf einer anderen Fläche finden konnte. Und dieser Knopf wird wahrscheinlich aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg stammen, denn wir waren hier britische Besatzungszone, und dieser Knopf scheint mir noch nicht so alt zu sein, als dass er älter sein wird als der Zweite Weltkrieg. Von daher machen wir weiter. Ein guter Fund kommt noch, und ich hoffe, ihr haltet genauso durch wie ich an diesem Suchtag. Ihr habt immer so abgestimmt, also bleibt auf jeden Fall dran. Ganz oberflächliche 77. Das ist Musik in meinen Ohren. Gucken wir mal, ob wir es vielleicht schon mit dem Pinpointer bekommen. Ah. Oh. Oh, ja, schön. Es ist eine Plombe mit auch was drauf.
Mal gucken, ob ich die noch wieder hinbekomme, ob man da dann noch was drauf erkennt. Bei Plomben ist das ja immer so eine Sache. Ja, mit einem Adler drauf die Plombe. Wenn die noch was wird, dann gucken wir sie uns vielleicht auch mal im Studio an tatsächlich. Besser als Müll auf jeden Fall. Da habe ich euch den nächsten Fund schon einmal hingestellt. Es handelt sich um eine Bleiplombe und wir können darauf noch, meine ich, einen Adler erkennen und auch so ein ganz bisschen Umschrift, aber so richtig entziffern kann ich es leider nicht mehr. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. $95? Aber es ist ein recht großes Signal. Ach, ich weiß nicht genau, aber wir gucken mal rein, was sich hier verbirgt. Ist auch immer noch drin, ne? Oh. Okay, es ist zum Glück nur ein Rohr. Ich dachte schon, jetzt haben wir hier das erste Kampfmittel gefunden, aber nee, sieht fast auch so ein bisschen wie der Spatengriff von mir. Ersatzteil. Ja gut, ist nichts. Gucken wir weiter. Das scheint der Tag der oberflächlichen starken Signale zu sein. Ein 80er. Auch wieder ganz oberflächlich. Okay, ein bisschen graben müssen wir doch. Jetzt sollten wir es eigentlich draußen haben. Na? Oder auch nicht. Ach, es hängt hier. Ach. So ein räudiges Blech. Oh Mann. Das nächste 79er Signal. Diesmal gar nicht weit entfernt von dem Blechstück eben. Also das heißt, wenigstens die Signale werden ein bisschen mehr, weil sonst ist das hier bis jetzt sehr, sehr ruhig. Er ist noch drin. Okay, jetzt haben wir es draußen. Vielleicht finden wir ja die erste Münze. Ja? Nee. Es ist wieder ein Stück Blei. Schon wieder ein 95er? Gibt's doch nicht. Ah. Was haben wir denn diesmal hier? Oha. Ja. Dickes Stück Schrott. Super. Oh Mann, ey, die Mülltasche wird immer voller. Ja, ganz interessant. Ich stehe hier gerade auf so einer Ecke. Da ist ungefähr so ein 25 Meter langes und ungefähr, ja, ich würde mal so sagen, so 10 Meter breites Bewuchsmerkmal tatsächlich. Also hier wächst fast ausschließlich nur dieses vertrocknete Gras. Sieht ganz merkwürdig aus. Fast wie so ein Langhaus. Ich glaube nicht, dass es das ist, aber trotzdem mal ganz witzig. Jetzt haben wir hier ein Signal. Schönes 85er. Ich warte immer noch auf die erste Münze und ihr wahrscheinlich auch.
Oder ein schönes Relikt. Das wäre mir dann auch egal. Oh, hier lässt sich das auch super schwer graben in diesem Gras. Alles sehr verwurzelt. So. Wir haben es auf jeden Fall draußen. Es ist ein blöder Draht. Eine Nadel wäre ja schön gewesen, aber ein Draht, ja. Oh Mann. Also wahrscheinlich eher hier eine Müllgrube. '84. Nächster Versuch. Schon wieder so ein komisches Rohr. Och Mann! Klempner die Waldfee. 85er. Oh, voll das Gestrüpp hier, ey. Ah. Oh Mann, was haben wir hier? Ein Knauf von einem Schrank oder so. Oh Mann. 77er, auch wieder sehr oberflächlich. Daumen drücken. Das ist doch nicht das. Oh. Sieht aus wie ein Stein. Das ist aber Blei. Oh Mann. Ziemlich abgehacktes 85er ungefähr. Oh Gott. In so einer Schlammpfütze hier auch noch. Oh, was ist das denn? Oh. Müll, eine Dose. Ja, wenn du es geschafft hast, bis hierher durchzuhalten, dann kriegst du jetzt auf jeden Fall von mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Trotz aller Widrigkeiten dort auf dieser Ausgrabungsfläche 2.0 mit sehr viel Müll und wenig guten Funden. Dann das Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht hast, abonniere auch gerne den Kanal. Mein nächstes großes Ziel, 10.000 Abonnenten zu erreichen und du kannst mir dabei helfen. Danke dafür. Grüße gehen natürlich nochmal an meinen Ausrüster detektoren-shop.de, der mich hier bei der Erstellung dieser Videos unterstützt. Hier verlinke ich euch 2 weitere Videos, wenn ihr sie nicht kennt. Schaut gerne rein. Ich sage danke fürs Ansehen. Bis zum nächsten Abenteuer. Macht's gut.